Nach unserem Besuch beim Halloween Horror Festival im Moviepark Germany wurde uns noch eine ganz besondere Ehre zuteil. Und zwar hatte Manuel unseren Podcast über die Eröffnung der Moviepark Studio Tour gehört und wollte sich erkenntlich zeigen, indem er uns alles ganz exklusiv und hautnah einmal zeigen wollte. Ich habe natürlich die Kamera mitlaufen lassen und was ihr jetzt seht, sind ungeordnete Rohaufnahmen von unserer Tour. Ich war viel zu aufgeregt und gespannt und überwältigt, um irgendwie groß was zu erzählen. Also habe ich einfach nur zugehört und draufgehalten. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit ein paar exklusiven Einblicken in die Moviepark Studio Tour. Vor den Kulissen, hinter den Kulissen, mit ein paar extra Infos und Easter Eggs. Viel Spaß! Wir haben, glaube ich weiß nicht, wie viele Phasen wir hatten, bis wir dann das Logo soweit hatten. Also da haben wir wirklich relativ früh mit angefangen, haben es dann aber schnell verworfen, weil es zu sehr an Warner dran war. Ja, das da links angreift, ist sehr Warner. Aber, ja, ich habe halt gesagt, okay, es muss natürlich eine Art Hommage sein, aber insofern haben wir das natürlich dann irgendwann auch verworfen. Aber da sind wir durch ganz viele Designphasen gegangen, bis wir dann da waren, wo wir hin wollten. Und auch so ein paar Designstudien, was wir im Park dann auch zukünftig noch machen und planen wollen, die haben wir dann auch schon damit reingepackt, sodass es auch immer so ein bisschen Rückblick in die Vergangenheit ist, aber trotzdem, das war uns ja auch wichtig, nicht einfach immer zurückgucken, sondern wir gucken ja nach vorne. Und deshalb haben wir halt auch dann die ganzen Sachen, die auch zukünftige Entwicklung betreffen, ja auch schon mit eingebaut und versteckt. Und was ganz cool ist, ist halt die Sachen von P&P ne, für den großen King Kong. Das ist ja nicht auch einfach so gebaut, sondern den haben wir wirklich im Miniaturmodell nachgebaut. Und zum Beispiel das Modell da vorne ist sogar beweglich, weil wir mussten irgendwann die Entscheidung treffen, bewegt King Kong halt seinen Oberkörper an dem Tower oder bewegt er nur den Kopf? Und sowas kannst du natürlich, selbst wenn du es animierst, kriegst du nicht so das Feeling dafür. Ne? Und deshalb war es ganz cool, die haben es uns extra nachgebaut. Und dann haben wir wirklich an einem Termin dann entschieden, okay, wie sieht das aus in der Bewegung? Ist es der Kopf? Macht es das authentischer oder ist es der Körper? Und solche Sachen, das sind dann halt diese ganzen Designstudien, die wir mit denen gemacht haben. Da kann man auch nochmal sehen, wie viel Arbeit und wie viel Zeit da drin steckt, ne, um einfach auch diese kleinen Effekte und diese ganzen Sachen dann rauszuarbeiten. Was ich mich tatsächlich frage, ist das mal mit einer Wasserrinne. Oh, da oben kann man das sehen, und zwar, das Problem ist ja, bei der Ausfahrt geht die auf den Top-Hill nach draußen. Ja. Wenn es regnet, läuft natürlich das ganze Wasser an den Schienen in die Pre-Show und in die ganze Thematisierung rein. Insofern mussten wir eine Lösung uns überlegen, wie wir das verhindern. Ja, einmal da die Ausfahrt haben wir dann gecovert und dann haben wir die ganzen Schienenstränge bis da vorne, wo sie dann wieder eine Neigung quasi in die andere Richtung hat, haben wir dann komplett mit 2 so Dachrinnen, also größere Dachrinnen natürlich, unterzogen, und dann läuft das ganze Wasser, wenn es regnet, läuft es dann da halt immer raus. Sind das Sachen, die einem auffallen, wenn das Ding dann steht, oder habt ihr das vorher schon gewusst? Das fällt einem tatsächlich erst auf, wenn das Ding steht. Wow. Die gelbe Linie ist eine Stufe. Ah, wie riesig diese Halle ist, wenn man drin steht. Ne? Das ist so crazy, dass man das noch sehen kann. Weil da ja der ganze Ride auf Sohle steht und das Ursprungsfundament knapp nur 10 cm Dicke hat, mussten wir nochmal, da kann man das ganz gut sehen, ein 26 cm hohes Fundament einbringen. Und das im Prinzip auf der gesamten Fläche. Also da sind jetzt 3800 Quadratmeter Betonfundament, 26 cm dick, damit das statisch alles passt und funktioniert. Und auf dem haben wir dann natürlich den ganzen Ride dann aufgebaut. Also von daher denkt man auch gar nicht dran, dass wir hier alles abgefixed werden müssen. Einfahrt ins Gebäude hier vorne. Für uns ist das, wir haben das jetzt alles entsprechend unterteilt. Das ist jetzt für uns Szene K. Die haben wir auch ganz zum Schluss eingebracht. Wir konnten natürlich immer erst etappenweise bauen, zum Beispiel King Kong, und da vorne steht ja auch noch dieser Truck. All die Sachen haben wir schon eingebaut. Dann kamen die Schienen, die Props. Also wir mussten im Prinzip dann die Abtrennwände, wir mussten das im Prinzip alles separiert. Nach und nach mussten wir das bauen. Und hier haben wir diesen riesen Backdrop, 20 x 6 Meter. Und mit dem Feuerwerk und dann natürlich hier Schlussbremse nochmal, wenn du reinfährst. Und die verläuft tatsächlich sogar exakt auf der Schlusssequenz der alten Looney Tunes Studio Tour oder vom Ice Age Adventure. Das war genau parallel hier unten drunter, also insofern war das schon ganz gut. Und Dinge, die nie jemand sehen wird, sind trotzdem Details. Krass, ey. Ja, und dann haben wir ja hier, das ist eigentlich auch ganz interessant, hier haben wir dann irgendwann gemerkt, dass die Aufnahme vom Dirigenten und dem Orchester
dass wir das gar nicht so auf die Perspektive stretchen können. Und dann haben wir auch ganz kurz überlegt, okay, was könnte Plan B sein? Und da du ja wirklich in allen großen Soundstudios auch wirklich immer die ganze Technik und alles auch wirklich immer auf einem oder in dem Bereich hast, ne, haben wir dann natürlich jetzt die Idee gehabt, dass wir das so aufteilen. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Und sind wirklich auch da, ne, du kannst das sicherlich bestätigen, sind auch wirklich die Originalsequenzen von den Aufnahmen vom Budapester Filmorchester. Also es ist jetzt nichts gefaked oder... Ich habe alle 4 Plugins. Also alles auch hier wirklich, soweit wir die Möglichkeit hatten, auch immer sehr authentisch. Genau. Perfekt, ich danke dir. What the fuck? Ja, Aufsteller, ciao. Du hast einmal die Ausfahrtkurve, aber die Kurve von der Tornado-Sequenz, die liegt genau hier hinter in der Kurve drin. Wir haben die beide ineinander gelegt, damit wir nicht so viel Fläche verbrauchen und damit wir die nicht übereinander bauen mussten. Ja. Und tiefer wäre nicht gegangen wegen der Konstruktion in so einem Movement. Jerky. Das hat mich auch so oft gerade gecatcht. Also Ja. Das habe ich in den POVs halt gar nicht mitbekommen. Ja, klar, das ist witzig, ne? Das ist echt super nice. Ja, wir wollten halt natürlich, ne, aber da hast du auch viele Leute denken dann irgendwie, ja, funktioniert es nicht richtig? Nein, das ist natürlich. Wir wollen. Und selbst wenn du hier nur 2-3 Sekunden langsamer bist über den Tag verteilt, sind das dann bis zu 100-150 weniger an Kapazität, die du dann durchfahren kannst. Da muss man halt immer gucken, Effekt und dann verbilden die Ecke. Also das hängt, glaube ich, eher eine Monetischen-Bus. Das machen wir mal nicht. Und dann haben wir nochmal zusammen Bilder ausgesucht. Und dann, ja, das ist halt wirklich auch, weil wenn du sowas schon machst, dann muss es halt auch wirklich bis zum Ende durchgestylt sein. Und ja, auch die Kuh findet sich überall wieder. Ne? Wir haben die Milchkanne von der Kuh, auf dem Klavier steht eine Kuh, da hinten ist nochmal so eine Kuh, auch nochmal mit einer Milchkanne. Hier im Porzellanregal steht auch eine Kuh. Also haben wir auch versucht, so ein bisschen nochmal mit dem Augenzwinkern die Kuh immer wieder so als Gadget mit reinzubringen. Die Kuhglocke ja noch ganz passend eigentlich. Die Kuhglocke war ganz passend von den Stellen, genau. Was meint er denn damit? Ja, nein, das sind so Mini-Sachen, aber da kannst du dich natürlich austoben. Ne? Halt auch die Möbel, ne? Das ist halt wirklich auch alles original, diese amerikanischen Schaukelstühle sind und so. Ne? Also dass das jetzt nicht so ein Ikea-Deutsch-Verschnitt ist, sondern dass wir halt wirklich geguckt haben, dass alle Möbel original, authentisch aus Amerika kommen und dass das auch alles passt. Also diese ganzen Sachen, ich habe die ganzen Schilder bei Roller und so, ne? Alles. Er hat ein Gesicht. Oh, Entschuldigung. Das ist halt wirklich sogar die Originalfarbe und wirklich Original-Typo, wenn das echt alles wirklich. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall immer ganz wichtig, wenn du. Ja, du musst natürlich immer gucken, dass alles passt. Dann machst du auf jeden Fall die Sachen, die du notwendig hast, die auch wichtig sind, dass du die natürlich auch da einmal aufzeigst. So. Hier sind halt auch so coole Sachen, ne? Wie Sean Baker, dann auch nochmal von Emascore natürlich, weil die auch das Video für ihn gemacht haben und so. Und dann haben wir überall immer so ein paar kleine Gimmicks und so auch mit eingebaut. Ne? Also das ist schön. Das ist so krass, ey. Ich raste aus. Guckt euch das an. Das ist hier die New York-Szene. Wir laufen einfach in der New York-Szene rum. Und das Zuverlässigste ist es halt wirklich dann über eine Seilwinde mit einem Seil, das du dann hast. Weil das Maximalste, was passieren kann, ist Studios Property. Burbank. Aber die Adresse, die Öffnungszeiten sind die Originalöffnungszeiten von den Warner Brothers Property Departments. Also wenn du das jetzt googeln würdest, dann hättest du genau die gleichen. Ne? Und auch die ganzen Sachen hier, das ist halt wirklich auch alles original von denen. Haben die irgendwie diese, hier vorne, kann man auch sehen. Bei Movie Magic dabei. Hat wirklich alles also als sie den Film gedreht haben, haben die dann wirklich hier auch mit so Crackern und mit so Elektro gearbeitet, dass es wirklich so aussieht, als schießt der. Ne, da ist richtig ein Motor drin gewesen. Das ist halt geil, ne, weil es wirklich mal bei einem richtigen Film auch benutzt wurde und dann ist es schon ganz cool. Dann unseren Dino. Den habe ich noch gar nicht. Und Lost Temple. Den hast du noch nicht gesehen? Das ist aus dem Bermuda-Dreieck.
Genau, da ist noch das Stück Baumstamm, auf dem der Sip gesessen hat. Ist das ein echter Kamerakran? Ja, das ist original. Da hat einer, das ist total krass gesagt. Ja, ja. Weil sowas schiebt mich ja übelst, ne? Diese Kurven hier. Ja, ich habe auch Das ist auch geil, wenn du dann dem Grafiker sagen musst, mach das schön. Habe ich aber eingestellt. Das ist aber auch, ich kann mir vorstellen, die Sachen, die macht man vielleicht auch so ein bisschen für sich. Nein. Ja, das schon. Ich muss ehrlich sagen, mir ist diese Fassade. Jetzt ein Easter Egg vorher. Aber wenn du runter guckst. Sag mal, wo ist eigentlich dieser King Kong? Übrigens auch so ein nerdy Detail, was ich cool finde, ihr habt einen nice Dispatch-Sound gemacht. Ja. Das ist einfach toll. Das ist einfach, es gibt für mich nichts Doofes, wenn eine Achterbahn so zeremonienlos losfährt. Nein, und deshalb wollten wir auch, dass wir halt so einen Show-Opener haben mit dem Curtain, ne? Dass du halt wirklich da vorne stehst, Spannungsaufbau und nicht weißt, was passiert. Und dann geht der Vorhang auf, ne, wie im Kino, und dann beginnt dein Abenteuer. Und das war natürlich extrem wichtig. Und dann noch diese Kinobeleuchtung und wirklich auch mit dieser So 3-to-1. Ja. Und das Coole ist halt wirklich, ne, die Firma, die diese LED-Stripes baut, die hat wirklich dann auch für die Bühnenbilder für die Oscars gemacht. Also da hast du auch wieder so einen kleinen Rückenschlag. Klar, einfach die Firma für die Oscars. Bühnenbilder für die gemacht. Ja, oder die Lichttechnik da gemacht. Das ist schon geil. Da werben die auch mit auf ihrer Website. Ne? Nicht so wie geil. Nicht das wie alle, die immer noch irgendwie am Bau beteiligt sind, die kannst du dann hier alle wiederfinden. Leisure Expert. Vielen Dank für deine Zeit. Das war der Wahnsinn. Vielen lieben Dank. Ja, Jetzt vielen in die Dank. Ecke und verarbeitet das alles. Ich muss euch jetzt sowieso eben noch vorne zum Tor bringen, weil ihr kommt jetzt nicht mehr raus. Upsi. Geschlossene Park-Challenge mit Real Leuten. Was indoor passiert. Und wir haben dann einfach wirklich das ganze Geld in Atmosphäre und in Licht und Feuer und Technik und alles investiert. Also letztes Jahr hat quasi trotz der Corona-Leise noch das dann immer aufgemacht. Ja, gut, das war natürlich eigentlich auch schon in der Regel. Kannst du einfach ein bisschen mehr oder die neue Beleuchtungsstörung. Wir nennen ihn jetzt Gatefall Tower. Ja, haben wir eben auch. Eben auch, guck mal, Gatefall Tower. Ja. Aber schön, dass ihr da mit Pride ein bisschen. Ja, ja, aber unsere Showtechnik haben natürlich da auch immer Spaß dran, mit Licht zu arbeiten, und insofern war es auch wichtig, dass du einfach, das ist ja das Gute, wir werden jedes Jahr immer weiter in Infrastruktur, in Licht und in Showbeleuchtung investieren, sodass du halt wirklich das immer weiter aufstocken kannst, und das ist auch extrem wichtig, und ich finde, das macht sich auf jeden Fall auch ganz gut. Da bin ich auch ganz happy. Also so Atmosphäre ist natürlich auch wichtig. Ne? Gerade wenn jetzt die Leute jetzt nicht mehr da 2-3 Stunden in der Schlange bei den Maces stehen, sind natürlich mehr auf der Straße. Genau. Da musst du natürlich auch mehr in den Tag selber dann investieren. Das ist eigentlich, was alle beschweren. Genau da sitzt, wir swipen Clubkarten locker aus dem Handgelenk. Wenn man uns folgt, wird man dafür reich beschenkt. Also komm in den Club und du wirst sehen, was es heißt, ein Teil von der Golden Table